Statue steht in Aileron und das ist ein Aboriginal Man und es ist auch eine Mutter mit einem Kind zu sehen. Wie er schon gesagt hat, ist das hier eine Station vom Zweiten Weltkrieg und hier haben die Truppen übernachtet, wenn sie auf dem Weg von Alice Springs in Richtung Norden waren. Und die müssen wir nachher alle wieder hoch. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Nachdem wir jetzt letzte Nacht am südlichen Wendekreis übernachtet haben, sind wir jetzt weiter auf dem Weg nach Norden und wir haben von der Straße aus eine riesige Skulptur gesehen und da gucken wir uns jetzt mal um. Was darf ich nach oben gehen? Hier, da ist er. Meinst du, das ist der da oben steht? Keine Ahnung. Die Statue steht in Aileron und das ist ein Aboriginal Man und es ist auch eine Mutter mit einem Kind zu sehen. Geschafft. World War II Site haben wir gefunden. Hier bleiben wir jetzt und wir sind jetzt 800 Meter weiter weg von der Straße. Also Straßengeräusche durften wir, wenn dann bloß ganz wenig haben. Schauen wir uns noch ein bisschen um, genau, gucken wir noch mal. Wie Peter schon gesagt hat, ist das hier eine Station vom Zweiten Weltkrieg und hier haben die Truppen übernachtet, wenn sie auf dem Weg von Alice Springs in Richtung Norden waren. Also wenn wir das jetzt hier richtig gucken und Heikes Karte richtig deuten, die sie noch gefunden haben, dann ist das hier mal die Küche gewesen. Der kleine Fleck, der da ist, das war das Miethaus, da haben sie ihr Fleisch gelagert. Und hier sind dann die verschiedenen Messen gewesen, auf diesen 1, 2, 3, 4 Platten. Ja, hier gibt es keine Fundamente mehr, aber das Ding sieht aus, als wenn es hier Stück für Stück an verschiedenen Stellen mal der Toilettenblock war. Store. Ein Store? Ja, es müsste ein Store gewesen sein, da waren zwei. Ein Storage Room. Ach, ein Lagerraum. Lagerraum, so wie es aussieht. Okay. Auch Australien hatte seine Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Eine ältere Frau, die wir hier getroffen haben, erzählte uns, dass ihr Vater als junger Soldat hier durchgekommen ist. Laut Android Up ist auch das hier eine Siloart. Sind jetzt angekommen an Devil's Marbles Campground und jetzt gehen wir mal los und zeigen euch, wie die Dinge aussehen. So sehen denn die Devil's Marbles aus. Bei die Seite dürfen wir euch leider nicht zeigen, weil es wieder so eine Sacred Site von den Aborigines. Aber die Seite, da dürfen wir filmen.
Und die ganzen Marbles sind halt im Prinzip bloß Granitsteine, die durch die Erosion praktisch rund geschliffen wurden über die Jahrtausende, Hunderttausende Jahre und dann hier praktisch übereinander liegen. Voll mit Fliegen. Ja, hab ich mir gedacht. Ich Die kommen sammle sofort wieder. Ich sammle die. Ich hab was für dich. Was denn? Komm mal her. Wir essen heute mal ein paar Wraps zum Abendbrot. Und Einfach, schnell, ein bisschen zusammengemixt. Ein paar Zutaten fehlen, ein paar andere Zutaten haben wir reingemacht, die es sonst nicht gibt. Irgendwas wird schon bei rauskommen. kreatives Kochen nennt man das. Ja? Die Fliegen gibt es gratis dazu. Mit extra Protein. Das hätte ich auch geschafft. Guten Appetit. Guten Appetit. Das war gut. Also mir schmeckt. Den improvisierter Chili con Carne Wrap. Chili con Carne Dorito Wrap. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Hier in Northern Territory hast du viel mehr. Fliegen. Nein. Ja, wahrscheinlich auch. Aber von diesen Aboriginal Sites, die du hast, entweder bin ich blind durch Queensland gelaufen, aber da habe ich nicht so viel gesehen, wo du sagst, hier darfst du fotografieren, hier darfst du nicht fotografieren, hier ist Mir auch eine. nicht so viel aufgefallen. Ne? Da musst du hier in Northern Territory, hast du davon viel mehr, oder? Ja. Sonnenuntergang an Devil's Marbles. Soll fantastisch aussehen. Lassen wir uns mal überraschen, ob es auch fantastisch ist. Ha? Ja. Mal sehen. Okay. Prost. Wir verabschieden uns jetzt von Devil's Marbles und fahren weiter nach Norden. Auf dem Gorrie Airfield. Vom Zweiten Weltkrieg Ehemaliges, ja. Ehemaliges Dingens, ja. Also der Airstrip ist nicht mehr in Betrieb und ist umgewandelt zu einem Campingground.
wie die vorherige, was war, hatten das ehemalige Lager. Also theoretisch, wenn du das Ding so anguckst, also da könnte sofort ein Flugzeug drauf landen. Richtig. Das Ding ist also noch super, abgesehen mal von den ganzen Caravans, die überall im Weg rumstehen. Ja. Die Strecke war ziemlich lang. Wir sind fast den ganzen Tag gefahren und zwischendurch gab es noch historischen Seiten vom Zweiten Weltkrieg. Die haben wir aber jetzt nicht alle angehalten, sonst wären wir bis jetzt bestimmt noch nicht hier. Dann wären wir noch nicht hier. Ja, heute haben wir im Prinzip einen Vollfahrentag gehabt und dafür gönnen wir uns dann morgen hoffentlich was. Ja, genau. Heute machen wir nicht mehr viel. Nochmal die Drohne fliegen lassen und das war es dann auch schon. Reicht denn für heute. Und dann sehen wir uns morgen. Guten Morgen. Wir sind jetzt in Bitter Springs in einem schönen warmen Pool. 33 Grad. Ist es 33? Habe ich gestern gelesen. 33 Grad. Okay. Also ein bisschen frisch. Und genießen jetzt das Paradies. Das Erstaunliche ist, das Wasser ist hier kristallklar. Man kann bis zum Boden runter gucken. Und wir haben jetzt hier eine Strömung in dem kleinen Krieg. Und da lassen wir uns jetzt mal schön treiben. Ja, und jetzt geht es wieder zurück zum Anfang, zum Einstieg. Und der ganze Spaß beginnt wieder von vorne. Wir haben die Bitter Springs wirklich voll genossen und jetzt werden sie aber langsam überfüllt und die Sonne hat sich jetzt auch verabschiedet und deswegen machen wir uns jetzt vom Acker und fahren Richtung weiter Catherine. In den Springs haben wir auch ein deutsches Ehepaar mit ihren Kindern getroffen und wir haben uns richtig gut unterhalten und wir wünschen euch eine frohe Weiterreise, eine sichere Weiterreise und einen guten Flug nach Hause, nach Deutschland. Und Peter ist jetzt gerade mal in den Caravan-Shop reingegangen, weil der ist für unsere Caravans zuständig und der sollte eigentlich die Ersatzschiene für unsere Schublade haben. Allerdings haben wir jetzt eine Nachricht gekriegt, eine E-Mail gekriegt, dass die erst abgeschickt wurde und voraussichtlich das Ersatzteil erst nächsten Montag geliefert wird. Dienstag. Nächsten Dienstag, weil Montag ist sein Tag schon voll und er weiß ja auch nicht, wann die Lieferung kommt. Also ist reingebucht für Dienstag. Okay. Das heißt, nächsten Dienstag müssen wir dann wieder hier sein. Ja. Oh. Den hat er mir gegeben. Das heißt, damit können wir dann unseren Wassertank reparieren. Der Übeltäter mit dem Loch im Deckel drin, da muss irgendwie beim Fahren ein Stein gegengeschlagen sein. Und deshalb tropft da jetzt das Wasser raus. Und den müssen wir jetzt tauschen. Da ist er gebrochen, hier so durch. Ja. Also repariert. Der ist jetzt repariert, ja.
jetzt offiziell im Sommer angekommen. Vorige Woche haben wir noch morgens mit Schal und mit Jacke sind wir unterwegs gewesen und hatten bis vor 2 Nächten sogar noch die Dieselheizung an, weil das einstellige Grade waren. Ja, 2 bis 3 Grad. Ja. Frühmorgens beim Aufstehen. Und letzte Nacht hatten wir schon 11 und heute sind wir bei 31 Grad angekommen. Und ich glaube, nachts haben sie, ich glaube, die haben vorher gesagt 14. Ja, also es ist jetzt Sommer. Ja, was 500 Kilometer nicht so ausmachen. Ja. Jetzt sind wir im Sommer angekommen. Und aus dem Zentrum sind wir jetzt kind of officially auch raus. Ja. Da sind wir jetzt raus. Jetzt. Okay, morgen geht es dann weiter Richtung Darwin. Und da schauen wir mal, was wir dann da machen. Also, bis morgen denn. Eigentlich wollten wir im Litchfield National Park übernachten, aber die Campingplätze sind dort hoffnungslos ausgebucht. Auf der Suche nach einer anderen Übernachtungsmöglichkeit haben wir den Zebra Stone Campground gefunden und da fahren wir jetzt mal hin. Also wir haben jetzt den Campground erreicht und der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Guckt euch das an. Cool. Ja, wir gehen uns jetzt erstmal anmelden und dann sehen wir weiter. So deine Zebra Stones? Wir sind einfach nur über dieses... Einfach drüber gestolpert, durch Zufall drüber gestolpert, ja? Ich finde dann im Prinzip total interessante Sachen hier. Ja, und vor allen Dingen, was hat Diese und vor allen Dingen, Zebrasteine, werden nur hier gefunden. ja, die nirgendwo auf der Welt kann man die Dinger wohl sonst finden. Und ja, er sagt, nur durch den Zufall. Eingebucht auf den Zeltplatz für 2 Nächte. Der Zeltplatz ist sehr groß und er bietet auch Duschen und Toilette an. Also es ist ein wirklich schöner, großer Platz. Und die nette Dame, die uns die Steine erklärt hat, hat uns auch ein paar Hinweise hier für den Nationalpark gegeben. Und damit wir den Nachmittag ausnutzen, sind wir heute schon mal hier hingefahren. Auf dem Weg hierher haben wir denn ein Termitenhügelfeld gefunden. Auf der Informationstafel haben wir dann gelesen, dass es sich um die Magnetic Termites handelt, weil ihre Hügel nach Norden, Süden ausgerichtet sind. Ja, und wie ihr seht, wir haben uns umgezogen und wir gehen jetzt gucken, ob wir ein Wasserloch finden, wo wir denn schwimmen gehen können. Ich glaube, wir sind wieder im Paradies gelandet. Sorry for the water noise. Oh mein Gott, das war so gut, aber unglücklicherweise war es dann noch nachher richtig voll. Ziemlich voll geworden, ja. Weil im Gegensatz zu Deutschland, ne, wir haben hier gerade Ende Juli, also theoretisch mitten im tiefsten Winter. Und was waren heute, ich glaube 31 oder 32 Grad? 34 Grad. Oder 34 Grad und nachts soll es dann richtig kalt werden. Nachts geht es dann auch, glaube ich, auf 16 Grad oder so runter. Da müssen wir dann jeden Tag schwimmen gehen. Ja. Ja, das Wasserloch war jetzt wirklich gut gewesen. Wir gucken morgen mal noch weiter im National, ob wir da noch ein paar mehr von finden. Ja. Und für heute fahren wir jetzt zurück, essen was und genießen noch den Rest des Abends. Okay, ich habe Hunger.
Let's go. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute früh aufgestanden, weil wir euch gestern nicht viel von der Umgebung von dem Wasserloch zeigen konnten, weil so viele Menschen waren. Und heute sind wir früh genug dran und jetzt zeigen wir euch mal, wo wir sind. Und da gehen wir jetzt rein. Wir haben gerade gelesen, dass in dem Pool hier auch Fische sind. Und sie haben gesagt oder geschrieben, wenn man was an seinen Zehen knabbern fühlt, dann sollte man nicht erschrecken. Es sind nur harmlose Fische. Oder Shrimps. Oder Shrimps. In dem kleinen Fluss sind auch Süßwasserkrokodile beheimatet, aber die haben hier ein kleines Tor vorgemacht, sodass die halt nicht in den Pool können und damit ist der Pool sicher für Schwimmen. Und die müssen wir nachher alle wieder hoch. Hätte sie es nicht verkneifen können? Mitten im Schwimmen ziemlich voll. Ja, ziemlich voll hier, ja. Wir können also hier nicht so viel Fotos machen, filmen. So, umdrehen hier. Aber das Wasser, richtig schön erfrischend. Also, Hey. hey. Haben wir unseren eigenen privaten Rockpool. Ja. Mit Aussicht. Du musst jetzt die Aussicht zeigen. Oh, okay. Und hinter uns der Dschungel. Ja, aber der erste war zum Planschen und zum Sitzen war der super. Es waren bloß zu viele Leute. Ja. Der zweite war schön groß. Eigentlich nur zum Schwimmen, war relativ langweilig. Der ist schon wieder ein bisschen, der hat schon wieder ein bisschen mehr Pep hier, aber Ziemlich also voll. in 2-3 Stunden hat es mir bestimmt Mühe, überhaupt noch zu schwimmen. Okay. Und mit dem letzten Planschen auf Wiedersehen für diese Woche. Finally. Klingt gar nicht mal schlimmer. Bestimmt.